Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel 2. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession, nachdem ich gestern tatsächlich nur 2 Parts geschafft habe, weil die Stimme mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja, ich bin eigentlich noch gar nicht am Ende meines Bockes gewesen, wenn man das so formulieren kann. Und hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr aufnehmen und spielen kann, aber naja, so ganz optimistisch bin ich noch nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es noch 3 Bonding Points, die wir zu vergeben haben. Und ich bin gerade mal überlegen, welche Reihenfolge hier die sinnvollste ist. Bei Ihmchen bin ich ja hier zuletzt gewesen, ne? Und habe festgestellt, dass ich hier außer Gambler Jack, glaube ich, nichts kaufen wollte. Dann lass uns mal erstmal die Läden abklappern, weil ich glaube, wir sind uns schon einig, dass die Bonding-Events so ein bisschen das Highlight hier aus der Riege sind. Darf auch nicht vergessen, jetzt wo ich das sehe, dass wir ein neues Rezept bekommen haben. In der letzten oder vorletzten Folge, nämlich den Cappuccino. Das wird das erste sein, was ich mache, wenn ich es nicht vergesse, auf der Courageous, wenn wir wieder zurück sind. Alright, troops, I heard all about your little rescue mission. Cannot believe you even chased off those provincial vampires. Pure brilliant. If you need any food, I'm your man. I'll even throw in something extra special for you. Okay, we couldn't say much while they were here, but the provincial army really were making life hell for all of us. So cheers for sorting them out. We really owe you one. Der ist auf jeden Fall voller Dankbarkeit. Das ist ja der Papa von Becky. Mit dem haben wir beim letzten Mal auch schon kurz gesprochen. Und ja, da war der Bonding-Event rund um Usis. Der hat sich unter anderem hier vor diesem Stand zugetragen, abgespielt, wie auch immer. Hey Marco, step right up folks, we've got another big sale going on today as well. And just in case you didn't feel like these prices are enough of a steal, here you go, a bit of goodwill on my part. Nice, danke. Ich habe doch gerade die 10 gekauft, oder? Oder war das Gambler Jack 1? Bin mir nicht sicher. Step right up, folks. We've got the works here. Cheese and wine, magazines, accessories, you name it. Last I heard, the provincial army's been cleared out. That ain't any of my concern, though. Doesn't matter if they're here or not. My top priority is making sure this store keeps running. Feast your eyes on these babies. Everyone in Heimdall's clamoring to get their hands on accessories as slick as these. We all know how tough it is to travel these days too, so you ain't gonna find anyone else selling them. Gotta be quick though, otherwise they'll be gone in the blink of an eye. Ich würde mal sagen, ziemlich guten Verkäufer, den wir hier vor der Nase haben. Der Marco war doch derjenige, der Alfin und ihre Familie ein bisschen in Schutz genommen haben, ne? Als hier vor seinem Shop jemand auftauchte, der sich irgendwie negativ geäußert hatte. Ich mag den Marco auf jeden Fall, habe ich beschlossen. Nicht erst heute. Vegetable juice made with the very freshest in ingredients. Ja, nehme ich mal einmal mit, damit wir da die 3 wieder zu stehen haben. Wie sieht's bei den anderen Sachen aus? Ja. Nee. Ja, nee. Nee, oder? Hier habe ich überlegt, mir noch ein zweites Exemplar zu holen, aber okay, weißt du was, ich mache das mal. Weil wir haben so viele Charaktere und ja, ich glaube, das kann man mal auf Reserve einkaufen, zumindest auf kleine Reserve. Ich hole mir davon ja jetzt nicht 10 Stück, das Teil. Und hier ganz genauso. Und das ist nämlich gar nicht so schlecht. Das ist ein guter Lückenfüller, wenn du sonst nicht weißt, was du den Leuten irgendwie anlegen sollst. Und das hier hole ich aber nicht ein weiteres Mal. So, Exchange brauchen wir hier nicht mehr. Getalkt haben wir. Sehr schön. So, warte mal. Hä? Fehlt da nicht einer? Warte mal, du bist der Zweite gewesen und du warst der Erste in der Riege. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken, was der hier verkauft hat seinerzeit. Restores. Okay, davon habe ich aber 3 schon geholt. Und hier ist soweit alles gut, alles klar. So, dann gibt es hinten jetzt noch einen Shop und 2 NPCs, die nichts mit den Bonding-Events zu tun haben. Ich starte mal mit dem Shop. Das ist nämlich die Honeyfee. Honey fact time. It's a common misconception that bees make honey simply by gathering the nectar together from different flowers. But there's more to it than that. Once the nectar's gathered, the bees
pass it to one another while chewing it until it finally turns into honey. This unique process makes honey a product we humans could never make on our own. Aren't bees amazing? That really was quite the funny sight earlier. I don't think I've ever seen the provincial army turn tail so quickly before. In fact, they were so fast, I could have mistaken them for a swarm of bees returning to their nest. Also wenn jemand Leidenschaft für Bienen und Honig mitbringt, dann ja wohl sie, aber das war schon im ersten Teil so. Ich merke auf jeden Fall, das stimmlich mit den hohen Stimmen. Ich klinge halt immer noch wie ein alter Whisky-Säufer, wenn ich versuche, kleine Mädchenstimmen zu sprechen. Ne? Ich denke, das wird sich für die nächsten Folgen auch nicht so unbedingt ändern, befürchte ich. So, eine Supreme Latte Macchiato habe ich ja auch neben mir gerade zu stehen. Das passt gerade ganz gut. Voll Bock drauf, auch wenn ich eigentlich eher Tee trinken sollte. Aber no way. Ich sage immer, die Psyche trinkt mit und die erfreut sich an einem Kaffee gerade mehr. Und wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinem Hals gut. So, habe ich gerade beschlossen. Hi, Tableau. The world seems to be moving in a somewhat different direction now. Some may be under the impression that the Noble Alliance will make up for this loss with ease, but my gut tells me it's going to have a considerable effect on things down the line. Call it my merchant's intuition, if you will. Ho ho. Duke Alberea has a tendency to be overly confident in his own supremacy. He is not likely to consider this a threat to the Alliance's dominance, but that in itself may be his own undoing. Ich hätte halt an deren Stelle irgendwie Angst, dass sich die Provincial Army irgendwie rächt oder dass man irgendwie, keine Ahnung, Celtic beim nächsten Vorpreschen irgendwie primär angreift und dass sich daraus eine Konsequenz irgendwie ergibt, aber es ist wahrscheinlich wieder sehr schwarzmalerisch. I can see it in your eyes, young ones. You're questioning my presence here, are you not? There's no need for surprise, though. Those who have a passion for freedom are guided by love itself. And now the time has come to hear the downtrodden citizens of Celtic with my soothing melody. I insist that you all listen as well. Sind wir gerade dabei? Ein bisschen zumindest. Let us thank Idios for allowing us to be here on this day. Now lend an ear as I offer up a most graceful melody for her. Das Blöde ist halt, wenn der Text vorbei ist, dann hört man den Song nicht mehr, ne? Das ist, wenn man dann, also wenn man selber spielt und das liest, ist das okay, aber wenn man dann halt immer vorliest, bekommst halt nicht so viel mit, ne? Ach stimmt, Tower gibt's ja auch noch. Tower hat hier also auch einen Bonding Point. Okay, wir fangen mal mit Gaius an. Ja, ich meine, das ist auch der erste, dessen Weg wir hier beim letzten Mal schon gekreuzt haben. Just look at that windmill off in the distance. Amazing, aren't they? I wonder what led people to think of harnessing the wind's blessing like that. Perhaps the wind's the reason this market's merchants are as resilient as they are. Naja, das könnte vielleicht einer der Gründe sein, aber mit Sicherheit nicht der Hauptgrund, behaupte ich jetzt mal, aber das sage ich ihm nicht laut. Gaius seems particularly interested in Celtic's windmills. Now that you mention it, Marcus, Elliot and Fee were hiding out in a windmill on the highway for a while. We could go and ask the farmer who owns it to let us take a look around if you'd like. I can't think of anything I'd like more. What are we waiting for? Let's get going. Of course. Ich finde es übrigens auch cool, dass zuletzt die Bonding-Events auch immer so mit Szenenwechseln verbunden war. Das war im ersten Teil, glaube ich, ganz, ganz selten nur der Fall. Und hier nimmt das gerade sehr Fahrt auf, finde ich gut. They went to find Marcus, who in turn introduced them to the farmer who owned the windmill. And once they had his blessing, they headed out onto East Celtic Highway. Aha. That's the one they were hiding out in during their time here. Oh, ich erinnere mich, wo wir noch ganz am Anfang waren, noch völlig zerrissen als Class 7 und ja, da fing das an mit dem Einsammeln. Huh, that's odd. Oh, the windmill stopped. Yeah, maybe something happened. We should go let the farmers know about it. Vielleicht ist das aber auch bewusst herbeigeführt worden. Ich wollte gerade sagen, vielleicht steht da jemand drin. Syro. Mit Syro, der stand damals in diesem Bauernhäuschen, glaube ich. Mit dem haben wir da außerhalb von hier halt irgendwo mal gesprochen. It used to be a problem brought on by aging. You see that rust on the cork up there? That's stopping the blaze from turning properly. I see.
Is it difficult to fix? Not at all. All that needs doing is replacing the cog, and it will be good as new. As it so happens, I have spares here just for times like these, so we don't even need to go anywhere to get them. Gut vorbereitet, würde ich sagen. Oh, no. I just realized I took the step ladder that was here back to the farmhouse. I'm not going to be able to reach the cog without it. I have to go back home and get it. No, that won't be necessary. Rain and I could reach it if we work together, I think. Huh? Ja, einmal Räuberleiter gemacht. Ja, oder so. Cute. Die beiden. Wow, yeah, this is pretty high, alright. You think you can reach it? Pretty sure, yeah. Just, don't drop me. I think I can manage that. Oh, to be young again. Here you go. Here's the replacement cog. The blades should start turning again once that's in. Klingt, als würde er den wichtigen Punkt erreichen. Jawohl, it's working. Sounds like the turbines are blowing with the wind again. That would have taken a lot longer if not for your help, thank you kindly. Let me treat you to some freshly baked bread for the trouble. It was made with rye that was ground right here in this mill. Are you sure? Thank you very much. Juhu! Und da dreht sie sich wieder. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich mal sagen. That was delicious. Yet another one of the wind's blessings. Having the opportunity to see a windmill up close was a pleasure too. Thanks for showing me, Reen. I owe you one. Haha, likewise. This windmill kinda reminds me of you, you know. Okay, really? How so? A windmill stands tall and dignified, always in tune with the wind. There is also the fact they provide for us in inconspicuous ways, kind of like you, Gaius. Guess I'm just realizing how reliable you are all over again. Haha, thanks, I'm flattered, really. I'll do what I can to live up to that image. We can't rely on you all the time, though. That's too much of a burden for one person, so let's do what we can together. Ja, das sowieso. Also so spannend fand ich jetzt aber den ganzen Event hier nicht. After observing the windmill for a while longer, they returned to town. Your bond with Gaius strengthened. Also was war jetzt der Outcome aus diesem Event? Gaius erinnert Reen an eine Windmühle. Viel Symbolik dahinter. Das hätte ich ihm aber auch vorher sagen können, ohne die Szene. Haha, now that was some delicious bread. Seeing the inside of the windmill proved very educational too. Thanks for giving me the chance, Reen. That was a great time. Now that was some... Aber wir haben jetzt gar kein Bread bekommen, ne? Das war nur Teil der Story, aber wirklich in unser Inventar gewandert ist hier nichts. Oder die wichtige Erkenntnis ist, dass Gaius den Reen angehoben hat und dass durch Zusammenarbeit und vertrauensvolles Miteinander Dinge bewegt werden können. Aber auch dafür hätte es meines Erachtens die Szene nicht gebraucht, weil das wussten wir ja auch vorher schon, dass die dicke sind miteinander. Aber man muss auch immer, bevor ich jetzt mit Elliot spreche, an die Leute denken, die vielleicht Teil 1 geskippt haben, ne, und gar nicht so wissen, wie die Leute miteinander verbandelt sind. Und da ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt zu zeigen, dass jeder mit jedem irgendwie eine Verbindung hat. Phew, I'm so relieved that Fiona's safe and sound. I shouldn't have to worry about her as long as she's with Dad either. Yeah, there's no guarantee that she won't run into danger in the future, but next to your dad's a pretty safe place to be. I'm just glad everything worked out in the end. It wouldn't have if not for you and Valimar though, and the rest of our classmates of course. It won't be easy to repay you, but I'll be sure to help out as best I can. Come on, we've been through enough that you don't have to worry about repaying us. Just take some time to rest for now. Oh, I know, while I'm here, I might as well go listen to that fiddle player. I probably won't get a better chance than right now, right? Maybe I should join him. Yeah. Oh, are you coming too? Sure, might as well. That wide open area over there looks like it would make for a good listening spot, shall we? We shall.
Aber sein Sitzplatz ist doch eigentlich optimal. Das klingt so, als müssten die jetzt eine halbe Weltreise antreten. Dabei saß er doch direkt dran. Yay! No bad, woman. Yeah, music like that is perfect for the grand market. Ah, yeah, now I'm all dressed up to work twice as hard. Thank you, thank you. Please note that the head is open to donations. Wow, he's good. Wir donaten jetzt aber auch was, oder? That performance was something else. Yeah, even I could tell just how good it was. It seems to have lifted everyone's spirits here in the market a little too. You're right. It really is incredible how something so simple can put people's minds at ease. Music really does hold its own unique power, doesn't it? I'd have to agree with that. Concerts like this one and even our own really make me realize how amazing music can be. Yeah, I feel like that facts sinking in for me all over again. There are things that music can do that military forces can't, just like how there are things we can do that no one else can. Rescuing Fiona is as good an example of that as any. Exactly. Whenever we're feeling down, we just have to remember that we've got our own role to play in all this. And we'll keep trying to find it while doing all we can to bring this conflict to an end. Yeah. Da sind sie sich wohl einig. Das war's jetzt schon? Oh, das war jetzt aber so spannend auch nicht. Also manche Bonding Points sind echt so richtige WTF-Momente mit ganz vielen Glühbirnen, die einem über den Kopf aufspringen. Und das hier ist maximal ganz nett. It's like I've been reminded of the power of music all over again. As long as this war is going on, I want to find a way to make people's lives better. It's like I've been reminded of the power of music all over again. Okay, guck mal, hast einen guten Job gemacht. Hast du mitbekommen, wie Elliot gerade über dich gesprochen hat? Nee, ich questioning deine Presence hier nicht. Ich wollte nur gucken, ob du nach den jüngsten Ereignissen irgendwas anderes sagst, aber das wird nicht weiter kommentiert. Ich glaube, die Bonding-Events, die lösen hier generell bei den herumstehenden NPCs nicht viel Veränderung aus. Hier wird volle Möhre gebrutzelt und keiner steht hier. Ist hier Selbstbedienung oder was? So, Tower, was macht dich so nachdenklich? I spoke with the market manager and he agreed to let us use some of the stuff from the stalls that have closed down. I normally wouldn't have asked, but George said he needed materials for repairing the ship. When you're acting captain, you've got to work with what you're given. This looks like a bit much for her to carry all on her own. Alles wie immer, würde ich sagen, aber wir leisten ihr Gesellschaft. I can take half of that for you. Actually, I should probably take more than half. This stuff's probably as heavy as you are. There's no way you should be carrying it all on your own. Well, if you're sure. Oh, since you volunteered, mind doing something else for me too? There's a bunch of unusable stuff here that I thought I'd take for myself, so if you wouldn't mind. You want me to drag this junk for you somewhere too? If you think you can turn it into something useful, then sure. Mich nervt so ein ganz kleines bisschen, nach all der Zeit, die man jetzt Tower schon kennt, dass sie halt nie proaktiv um Hilfe fragt. Also ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen eine Beleidigung an ihre Freunde, dass sie sich immer alles aufbürdet und dann immer ein Reen um die Ecke kommen muss, um zu helfen. Was spricht denn dagegen? Sie ist doch reif genug, um zu sagen, hey, du hast ein paar breitere Schultern, ein bisschen mehr Muckis als ich, kannst du mal mit anpacken. So, ich wünschte mir, dass sie da irgendwann mal hinkommt. Reen cheerfully helped Towa sort all of the usable items from the unusable items, and together the two of them carried anything worthwhile back to the ship. After that, they took the unusable stuff to the highway. There we go, already. Aha. Oh, das war aber ein gutes Stück zu laufen mit dem ganzen Zeug. This looks like a setup you'd see on a firing range.
That's exactly what it is. This is the perfect opportunity for me to get some practice in, and you know what they say, there's no time like the present. Practice? What kind of practice? Just watch. Okay. That's an orbital gun, isn't it? A pretty big one at that. Nee, die sieht nur so groß aus, weil sie so klein ist. That design doesn't look a thing like your standard Rainford production, though. That's because it was made at ZCF in wie habe ich das früher mal gesagt? Liberal, habe ich früher gesagt? Liberal. Die betonen immer das E so ein bisschen mehr. Apparently, it's different from your average orbital gun in that it shoots arts-based bullets. I guess the easiest way to understand is to think of it as an orbital stuff, but like in the shape of a gun. Das heißt, wenn sie damit kämpft, macht sie magischen Schaden und keinen physischen, oder was? First, our Arcus units nowadays, technology continues to impress. I had no idea that CF was even producing stuff like this. Prince Oliver gave it to you, didn't he? Yep, right before he parted ways with us. It's a prototype too, so normally only people involved in its development would be able to get their hands on one. The prince must have some connections within ZCF. Ey, sorry Leute, es wird nicht besser mit dem Vorlesen. Ha, lucky us. I bet Elisa would be surprised to hear about this. Well, it is a totally new invention. I thought it would be okay with it. I'd be okay with it because of my experience using regular orbital guns at the academy, but turns out I was wrong. So, would you mind helping me out with my target practice, Reen? Not at all. Can I ask what brought all this on, though? You're already the best backup we could ask for. It seems odd for you to be taking up a weapon now. Oh, die Musik verschwindet. I was actually a bit perplexed myself when he handed this to me, but I think he realized that I've been worried about my own lack of strength lately. Das heißt, sie will jetzt einfach wieder fit und in shape kommen, was ihre Stärke angeht. You have? Sorry, I didn't even notice. Oh, it's okay. It's just, I've been tasked with looking after the courageous. I can't rely on everyone protecting me forever. And this isn't just some minor clash we've been swept up in either. This is a full-on war in every sense of the word. If I can't look after myself, I'm just going to end up being a burden. That's the last thing I want, so can you see why I want to become strong enough to protect myself? This has really been weighing you down, hasn't it? It's not just that either. Viscount Arset specifically chose me to succeed him. He's trusting me to fill his shoes. To me, that makes it my duty to become capable of supporting everyone on the courageous. Well, that's more than enough to convince me. If you've got your heart set on this, then I'll gladly help you out. Let's become stronger together, Toa, along with the rest of the courageous. Yeah. Okay. Sehr cool. Ich dachte, sie bauen jetzt hier irgendwie ein Minispiel ein oder so. Toa hätte ich auch gerne im Team. Ich finde ihre Waffe sehr interessant. She may be small, but I don't know anyone else who works half as hard as she does. I'll have to do what I can for her sake too. Das gleiche gilt aber auch für dich, Reen. Da nehmt ihr euch echt nicht viel. After joining her practice for a while, Reen leisurely walked Toa back to town. Yay! Sehr schön. Also, ich meine, Toa ist aber trotzdem ja nicht in der Funktion, dass sie mit an die vorderste Front muss, ne? Und ich will ihr das jetzt auch nicht kleinreden, aber streng genommen, wenn sich Monster oder Gegner an unserer Hauptkampftruppe in der ersten Reihe vorbeischlängeln und sie dann quasi als letzte Bastion erreichen, dann ist es vermutlich eh zu spät, egal wie viel sie trainiert und so. Also, wisst ihr, was ich meine? Ist wahrscheinlich schon wieder viel zu schwarzmalerisch, aber naja, ich verstehe auf jeden Fall das Gefühl, sich selber ein bisschen stärker machen zu wollen. Das würde ich an ihrer Stelle vermutlich genauso tun. Thanks for helping me with all that. I feel like I still need a lot more practice before I could be of any use in a fight, but I keep at it. At the very least, I want to get strong enough to protect myself so I don't slow anyone down in battle.
Thanks for helping me with all that. I feel like I still need a lot more practice before I could be of any use. At the very least, I want to get strong enough. Okay, hier wiederholt sie sich. Alles klar. Damit sind jetzt leider die Bonding Points auch aufgebraucht. Also von den dreien fand ich auf jeden Fall den von Tower hier am interessantesten gerade. Das heißt, wir können jetzt einmal die Sidequest abchecken, denn bei Becky bin ich hier noch gar nicht gewesen. Ich will nur eine Sache nochmal vorher kurz überprüfen. Und zwar, ob ich hier Lücken habe. Denn ich habe zuletzt immer munter eingekauft, aber nie wirklich geguckt. Also, oder lange nicht mehr geguckt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hier sieht relativ lückenlos aus. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Kurs. Die hier habe ich doch alle schon geused, oder? Weil die sind so weiß leuchtend hervorgehoben. Als könnte man mit denen noch mal irgendwie was machen, aber ist nicht. So, dann lass uns mal gucken, was wir für die kleine Becky tun können. Das erste Mal hier in dem Raum, seit wir wieder in Celtic sind. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch dieses Lost Odyssey-Gefühl, die Schränke hier aufmachen zu können, weil da ging das und ich finde, die sehen sich irgendwie ähnlich, keine Ahnung. Na? Perfect timing, Reen. Hey there, Becky. You're looking much better than the last time we saw you. Sind ihre Haare länger geworden? Nee, ich bilde mir das nur ein, oder? Warte mal, ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen weiter nach unten schieben. Hey, you've got yourself to thank for that. You lot went absolutely mental over at the Twin Dragons Bridge, didn't you? Cannot believe you did not even tell me that you'd be doing that beforehand. Sorry about that, but yesterday was the first chance we've had to come to Celtic in a long time. What? Does this mean you're up for coming with us? Damn right. I've gathered a bunch of stuff for the lads over at the Grand Market, so I'm ready to go. Ah, cool. I will not take no for an answer too. I didn't think you would. More than glad to have you aboard. We landed the Courageous not far from here, so I can introduce you to everyone. No need for that. I'm heading in now. Time to brush up on my merchant skills while I've got the chance. That wee daft Hugo will never know what hit him. Hugo müssen wir auch unbedingt finden. Da ist aber jemand euphorisch dabei. Ich glaube, so dringlich wollte noch niemand zu uns auf die Courageous. Nice to have her back in high spirits. I'll give her the rundown of everything on the ship later. Ich wette, wenn wir dort wieder ankommen, ist sie schon bestens informiert über alles. Becky was welcome to board the Courageous. Yes! Cool. Ihre Energie ist echt ansteckend irgendwie. Ich dachte, wir würden jetzt noch irgendwas für sie erledigen müssen und danach würde sie mit uns kommen, aber so ist natürlich auch okay. Alles klar. Dann bleibt jetzt im Grunde genommen nur noch das rote Ausrufezeichen. Warte mal, ich will mal einmal ganz kurz gucken, ob ich hier rauskomme. I should focus on getting some rest right now. Aha. Aber auf der anderen Seite geht das, oder was? Was hat das denn mit Resten zu tun, wenn wir nach Osten aufbrechen, statt nach Westen? So, warte, irgendwas wollte ich gerade noch tun. Achso, ja, ich wollte gucken, ob ich jetzt von hier auf die Courageous komme. Das würde unter normalen Umständen hier über dieses Menü erfolgen, ne? Okay, ich glaube, damit habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, außer... Warte, ich gucke nochmal kurz, ob er jetzt vielleicht... Das wird nicht der Fall sein, aber eine neue Imperial Chronicle mitbringt. Das tut er nicht. Na dann, lass uns mal weitergehen und gucken, was passiert. Sollte ich vorher speichern? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, dann lass uns gehen. Ab nach Osten. There's still some time before we have to leave. Should I head back to the Courageous now? Returning to the Courageous will cause the main story to advance. Any unseen bonding events will no longer be available. Ach, ich kann hier gar nicht in die Außenareale. Stay outside. Aber outside heißt Celtic, ne? Und nicht outside von Celtic. Okay, das ist einfach nur ein anderer Weg raus aus der Stadt und rein in die Courageous. Okay, aber ich würde sagen, wir sind hier soweit durch. Deswegen returnen wir mal mit Becky im Leaving Schlepptau. so soon? Oh. Da ist er.
I see you remember me after all. That's quite the honor, Reen Schwarzer. Just who in the world are you? I'm aware how you've been supporting both us and Major Neidhart from the shadows. But you're a little too suspicious for your own good. Why do you know my name? What exactly are you trying to accomplish? There's no need to be hasty. But the time has finally come for me to reveal my true identity to you. Trommelwirbel. Marker? Nicht Makarov, sondern das ist Instructor Thomas. Warum war denn seine Stimme so verstellt? Tis I, Thomas, your favorite instructor! What? Okay, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. It's certainly been a while since you've enjoyed the bliss of one of my enthralling lessons, hasn't it? I trust you've been doing well. Why are you of all people here? Wait, no, the better question is, why were you in disguise in the first place? An excellent question, and fortunately, one with a simple answer as well. You see, I simply wanted to avoid any trouble that might arise if anyone were to place me as one of Thor's instructors. I must be a master of disguise, because it worked so well that no one ever suspected me. I think I need a minute to process all of this. So you're the one who helped us back at the Twin Dragons Bridge? Indeed, 'twas I. My goal was to aid you as covertly as I could manage, but there's no need to lurk in the shadows any longer. I pledge my support, my life, my love. From now on, you can sleep easier at night knowing I'll be right there. Isn't this all a bit sudden? Though, I suppose it will be helpful to have another instructor on board. Yay, unsere Familie wächst. Aber war das der gleiche Sprecher? Also, ich bin nur deshalb nicht auf den gekommen, weil ich seine Stimme null mit seiner Stimme, wie ich sie bisher kannte, assoziiert habe. Und wenn das ein und derselbe Sprecher war, dann ist er echt gut darin, sich zu verstellen. Ja. After gladly welcoming the new allies on board, Reen and the rest of Class 7 took flight once again to assess the situation in Erebonia. Ich habe nicht vergessen, dass ich noch in die North Highlands einmal wollte. Oh, das ist aber neu, würde ich sagen. Ich glaube, so ein Special Quartz, der Waterfall hieß, den hatte ich in Teil 1 zumindest nicht. Oder ich habe den einfach nur verdrängt. Oder der war so schlecht, dass ich mir den gar nicht beibehalten habe, gedanklich. Yay, ein S-Grade, sehr schön. Keine extra Belohnung dafür. War aber wahrscheinlich die letzten Male auch nicht, ne? Touring Erebonia 2. Als wären wir so eine Rockband. Cool. Andere nutzen ihren Tourbus, wir sind mit der Courageous unterwegs, so muss das. Bin ich mal gespannt, was das nächste Main-Ziel ist. Oh my, this ship is simply spectacular. There's something to captivate the eye at every turn. I've been dying to board the Courageous for quite some time, so being here now is a dream come true. All right. And all my dreams were dashed the second I learned that suspicious man turned out to be Instructor Thomas. I know how you feel. So much for a super cool action hero. I don't know, he's always come across as an airhead to me, but maybe there's more to him than I thought. Instructor, what exactly made you leave Trista? Gute Frage. Actually, it was Principal Van Dyke. He wanted me to look out for all the students who had fled the academy, make sure they're alright, covertly lend them a hand if they were in a pickle, that sort of thing. Really? You know, it was through the principal that George and I were able to reunite with everyone too. The more time goes on, the more people we realize have been looking out for us. Tell me about it, we have so much to be thankful for. Make sure you never forget that. Regardless, now we've taken care of things at the Twin Dragons Bridge.
I propose we resume traveling around and gathering information. Works for me. And thanks to our operation being a complete success, we should be able to land at Keldic and the bridge too. So, like User said, let's get back to gathering information and helping out those in need. You got any more requests for us to knock out? Yep. Prince Oliver sent along some more, so feel free to take a look. Das werden wir tun. Aber das klingt auch wieder so ein bisschen danach, als würden jetzt random in der ganzen Welt verteilt wieder neue Questgeber auf einen warten. Creeping for Creeps. Interessante Missionsbezeichnung. Manager Baggins, da weiß ich sogar, wo ich hin muss. The outdoor bath area has been host to a variety of strange things lately. While this isn't an urgent request, I would really appreciate if you could come help us investigate why. For further details, please speak to me at the front desk of the Phoenix Wings. Da wollte ich sowieso hin, um die CP wieder aufzufüllen. Insofern kann man das gut kombinieren. Just getting warmed up. Warmed, anders geschrieben. Terrible news, Reen. Warte, wer sagt das? Achso, das kommt von Oliver direkt. A malevolent worm has swallowed Tower whole. Was? Tower ist hier bei uns auf dem Schiff. What will the Courageous do without its darling Marshmallow Mascot? Oh Mann, ich habe gerade direkt wieder seine Stimme im Ohr. Okay, so that was a fabrication, but just think, what if she had been swallowed? You'd surely do your best to kill that monster, no? Abyss Worm, Guerrilla By Road, West Side, okay, habe ich irgendwie Bock drauf. I'll make a mech out of you. Von Neidhart. I'd like to put your Divine Knight skills to the test. If the opportunity presents itself, meet me in the main corridor of the Twin Dragons Bridge. Aha, 3500 Mira lässt er springen und er nur 2500. Neidhart gibt uns 1000 Tacken mehr. Das sagt schon viel aus, Oliver. Denk mal drüber nach. Wow, we've got all kinds of different ones this time. Eigentlich wie immer, oder? I certainly wasn't expecting to see one from Major Neidhart, especially one involving Valdemar. I wonder what he wants. I'm sure he'll elaborate once we're there. If we can take care of that and the extermination request, we should be okay. These all look like so much fun. Can I come this time? Can I? Oh oh, ist sie dann fix drin? Also, wäre eigentlich gar nicht schlimm, weil ich kann ihren S-Break gut gebrauchen. You do know this isn't a game, right? Well, it's not like she can't hold her own in a fight. Why not? Anyway, let's get started. Also, wenn sie... Ja, guck mal, hier steht es auch nochmal. It is temporarily not possible to remove Million from the party. Das heißt, die nächsten Hauptstory-Events werden definitiv mit ihr zusammenhängen. Das ist immer so ein guter Indikator, finde ich. Huiuiui. Ja, also gar nicht mal so leicht. Laura und Sarah müssen auf jeden Fall mit. Dann brauche ich eine Magierin. Und auf Alisa kann ich auch nicht verzichten. Ja, meine beiden Lieblingsmädels, ein Magier und eine Alisa für CP und ein gelockter Charakter. Sobald 2 gelockte Charaktere ins Spiel kommen, habe ich echt ein Problem, aber so geht das noch. So, ich glaube, das kann ich einmal so confirmen. Da müsste ich halt nur wieder gucken, ob alle auch ausgestattet sind. Ich glaube, bei Million gibt es noch Luft nach oben. You can now stop by Maggie's Trade Shop on... Endlich steht auch, wo ich sie finde. Das wünschte ich mir bei jedem Student, der hier neu mit dazukommt. 3. Etage. At this shop, some goods can be exchanged for more rare or valuable ones instead. Items that have been missed in previous chapters of the story are occasionally available to buy as curious too, so be certain to check back frequently. Okay, also wenn ich mal irgendwie ein Buch auslasse oder so, ne, war ja in Teil 1 auch schon so. Wie ich übrigens erst ganz spät durch die Kommentare erfahren habe und das nicht selber gecheckt habe. At Becky's Trade Shop you can purchase curious. The items on offer will change each time you enter the shop. You might even find rare items you've missed from chests and elsewhere here. Okay. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Bücher ausgelassen habe oder so. Aber es kann natürlich passieren. Ich habe bei manchen Kapitelabschlüssen nur ein A-Rank bekommen und eventuell sind mir dadurch vielleicht Belohnungen flöten gegangen. Also ich weiß nicht, ob man die darüber dann auch bekommen kann, aber das wäre sowas, was
mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an verpassbare Sachen denke. So, wir gucken jetzt erstmal hier. Oh no. Ich glaube, das ist was ich eher offscreen angehen sollte. Warte mal, wen hatte ich denn vorher hier? Ja, und Emma muss ich auch noch... Also Emma und Milliam muss ich einmal nochmal komplett anpassen. Das sollte aber relativ zügig gehen, vor allen Dingen bei den Magiern. Und hier vermutlich genau das Gleiche. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir heute noch kämpfen werden. Insofern... schreibe ich mir das mal offscreen auf die Fahne. Oh mein Gott, die stehen jetzt ja alle schon wieder komplett anders. Das heißt, die sagen auch alle wieder was anderes, nicht wahr? Ah, you've really gotten the hang of this observing thing. Gee, I know, right? I don't know what it is. Some stuff just comes naturally to me, like pulling pranks and pulling pranks. Give me a few more days and I'll have the scoop on all kinds of naughty escapades happening on the surface. The Courageous wasn't designed to help you peep, you know? Also, ich hätte immer noch Sorge, sich hier in einer wichtigen Steuerungsposition zu platzieren, aber naja, soll die Gruppe mal entscheiden. It was actually a pretty good choice for an observer. She's still clearly pretending to be so cheerful, better than sulking around everywhere, maybe. Ja, mit der Perspektive kann man das wahrscheinlich auch ein bisschen... beruhigter betrachten, sage ich mal. Nee, ich wollte mit Vivi sprechen. Moment. So rum. Tee, just you wait, Reen. A few more days on the job and I'll have details on every naughty secret and going on happening down below. We were given this ship to help people, Vivi, not invade their privacy. Ich wünschte, das würde bei ihr ankommen, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. We'll be able to stop by and visit Celtic and the Twin Dragons Bridge whenever we want now. Just remember, you can never be too cautious, especially somewhere that's been recently liberated. Warte, ich kann noch kochen. Warte, ich mache erstmal hier meine Runde und dann gucken wir gleich mal nach dem Cappuccino. Now that the 4th Armored Division has a new base at the Twin Dragons Bridge, it should be easier to coordinate with them. I know we're trying to intervene as little as possible in the war, but it can't hurt to know they've got your back. Das ist wohl wahr. Das wird eh nicht bis zum Ende des Spiels so bleiben, dass wir uns da neutral raushalten können. Wir werden da wahrscheinlich eher reingesogen, als uns lieb ist. Rescuing Fiona is its own reward, but I also feel as though it helped give me a much-needed confidence boost. We made a real contribution to the war this time. It feels like we actually have an impact on the fate of the nation. Next time I start losing my nerve, I just think back on this and how strong we really are. Ja, zerdenk nicht alles, Tower. Du machst einen guten Job. I'm hearing that the 4th Armored Division has moved their base of operations to the Twin Dragons Bridge. They have taken Fiona into their care too, so it seems like things have finally settled down for now. I have to admit though, if I ever start losing confidence in myself, I just think back on what we did here. Ja, ist glaube ich ein guter Ankerpunkt, da immer wieder gedanklich zurückzukehren. Ich wette, da wo Fiona aktuell ist, da wird es mindestens eine Hidden Quest geben, weil, weiß ich nicht, die wollen wahrscheinlich, dass man da auch hingeht und belohnen einen auch dafür. Würde ich jetzt mal vermuten. Wissen tue ich es natürlich nicht. So, der Comforting Cappuccino. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, sie kann mir auf jeden Fall eine schlechte Ausführung basteln. Und ich hoffe, das wird sie auch tun. Ey, ich hatte es gerade richtig im Gefühl, dass sie das hier nicht verhauen wird. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vom Schwierigkeitsgrad her so schwer ist, dass sie damit ständig auf die Nase fällt, aber sie hat uns jetzt ein Brown Liquid hergestellt. 2000 HP und 200 EP. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? So, jetzt ist die Frage, ist Emma die richtige für Kategorie 4? Wir werden sehen. Wenn jetzt die 4 aufploppt, wäre das super, aber das tut es nicht. Okay, dann werde ich jetzt hier gleich nochmal anpassen müssen. Organized Party. So, wen hatte ich jetzt vorher noch nicht drin? Einmal hier. Einmal hier. Uses 4 oder Gaius. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt mal erstmal die. Confirm. Einmal wieder raus, bitte. Nee, falsche Taste.
So, und jetzt gucken wir. Ah, guck mal, mit Elliot und Markias habe ich auf jeden Fall 2, die es können. Ich wette, Markias ist derjenige, der die Special-Ausführung zustande bringt. Comforting Cappuccino, okay. So, wenn der jetzt auch ein Royal Cappuccino hervorbringt, ja, das tut er, super. Warte mal, ich muss jetzt nochmal Elliot probieren. Ich werde mir jetzt unfreiwillig einen kleinen Cappuccino-Vorrat anlegen. Nee. Okay, also ich habe Elliot, Markias und Emma. Die werde ich dann gleich vermutlich einmal durchswitchen müssen. Jusis kann dann raus. Gaius ist der letzte im Bunde, den ich jetzt hier noch nicht im Pool hatte. Ah, nee, warte. Emma war die letzte. Genau. Dann confirme ich das jetzt einmal so. Ja, manchmal hat man Glück und manchmal nicht, ne? Ich hatte auch einige... Ach, guck mal, Gaius gehört auch zu denen, die das... Warte mal, dann ist er vielleicht mein Special Man. Für Kategorie 4. Jawohl. Das hat man davon, wenn man Gaius als letztes mit reinholt und dem am wenigsten zutraut. Sehr schön, danke Gaius. Guck mal, jetzt haben wir hier nämlich alles frei. Das ist schön. Dann kann ich wieder zu meiner ursprünglichen Party zurückwechseln. Bestehend aus... Genau. So, dann confirmen wir einmal und dann können wir jetzt hier weitermachen. Sehr, sehr gut. Bisher würde ich sagen, kein Rezept ausgelassen. Das darf gerne so weitergehen, bis ganz zum Ende. Ja, wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich die nächste Trainingseinheit angehen wollte. Habe ich das nächste mit dem Ranged Attack Training oder wie das hieß? Elfin ist nicht in ihrem Zimmer. Ich glaube, das mit dem letzten Training, das habe ich noch gar nicht probiert, oder? Oder habe ich es probiert und hatte dann keinen Bock mehr? Ich weiß nicht. Hier stand Usis früher. Glaube ich, mit Milliam zusammen. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist alles anders. Guck mal, auf der Etage gibt es nur einen Raum, wo sich Leute befinden. Und zwar hier. Hallo Alisa, na? Since this war broke out, I haven't had any time to practice anything on my own. My archery is still sharp for obvious reasons, but my lacrosse skills have gone down the drain. I can't wait to get back to the academy and start playing again. Our club was great for that. We'd all compete with and encourage each other to get better instead of focusing on ourselves. That's why I want to take Doris back as soon as possible. I want my life to be like that again. Now you're talking, Elisa. But if you want to do that, you're gonna need a whole lot more practice, so you better keep it up. Right. Once we take back Doris, we can finally reunite the lacrosse club, but to do that, I'm going to have to put the archery skills Sharon and my grandfather taught me to work. Sharon. Ey, Sharon und Claire, ne? Wenn die auch irgendwann nochmal ins Team kommen, dann, keine Ahnung, ich brauche da mindestens 3 neue Slots für zusätzliche Leute, die ich im Kampf einsetzen kann. Sonst muss ich anfangen zu würfeln. So, hier genau, Level 3 gibt's noch. I've barely had the chance to do any lacrosse practice since the war started. It's hard to practice lacrosse without other folks to practice with, though. Man, I miss Theresia and Ferris. Oh, I feel so out of practice, though. Now I just want to swing my stick around. 1 day off makes you lose 3 whole days of practice. Ist das so, oder ist das Ihre Schätzung? Maybe I could come up with some sort of schedule that me and Elisa can stick to, stay sharp while we're on board. Ja, ist wahrscheinlich besser als nichts. Also Alisa, so wie ich sie einschätzen würde, wäre definitiv dabei. Ich mache jetzt hier halt erstmal noch nicht, solange ich nicht meine CP wieder in Emir einmal aufgefüllt habe. Ne? Das ist jetzt der Grund, warum ich das erstmal ignoriere. So, das hier ist not being used. Dann gehen wir jetzt zu der Etage, wo auch Becky auf uns warten wird mit einem neuen Angebot. Da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Obwohl wir das ja wissen, durch das Tutorial mit den Curious und so. So, wir haben unten 2 Shops und hier 2 Leute zu sitzen. Ich gehe einmal ganz kurz auf das Frontdeck. Elfin und Celine. Interessante Kombination. Ich spreche mal erstmal mit Celine. Sorry. I wasn't expecting to find you here, Your Highness. Celine and I were just having a nice little chat, you know, girl talk. I mean, we've grown ever so close since we first met, and it's always nice to spend time relaxing with your friends.
I think you to not put words in my mouth. We've only even known each other for about half a month. But that's plenty of time to develop a deep and abiding affection that will stand the test of time. Besides, we've been fortunate enough to end up on this airship together, so why not take the chance to get a little closer? I think we were destined to be wonderful friends from the moment we washed Reen's back together in MEHR. Oh my gosh. I did no such thing. Wow, she's even got Celine on the ropes. Princess Elfin's a real natural at this. She knows just how to throw me off. Between her and her brother, I'm inclined to believe the Imperial family's bloodline is nothing but weirdos. They're probably the exception rather than the rule, at least I hope so. Ich mag die Familie. She knows just how to throw me off. Between her and her brother, I'm inclined. Okay, weirdos, bla blub, kennen wir. So. Celine's actually a big softie, you know. For instance, she made it a point to come along and help calm my nerves right before we took the Twin Dragons Bridge. You don't need to spill every little detail to Reen. No. Celine's actually a big softie. Ich weiß ja nicht. Ich würde Elfins Art langfristig, glaube ich, sehr anstrengend finden. Also sie kann auch anders, wir haben es in mir ja auch gemerkt, aber es ist mir irgendwie zu fiesi, squeezy, heasy, heity, tighty und auch, dass sie gerade ausgesprochen hat, was Celine ihr eventuell unter 4 Augen anvertraut hat. Das ist so, Fröhlichkeit und Optimismus ist schön und gut, aber irgendwann brauche ich auch mal ein bisschen mehr down to earth. Deswegen mag ich so Leute wie Uses dann zum Beispiel halt doch ein bisschen mehr. I'm relieved you were able to put an end to my father's foolishness. However, I'm also relieved that there were many in the provincial army who felt the pangs of guilt at having to obey his orders. Ich bin gerade sehr überrascht, dass er dieses Thema anspricht und sein Gesprächspartner gegenüber gerade Milliam ist. Auch wenn er das vermutlich gerade zu Reen sagt, aber trotzdem. Well, the provincial armies are all about pride and elegance, or at least that's what they like to think they're about. No matter how you dress it up, taking hostages demonstrates neither of those things, and I think they realize that. It's difficult to believe my father was so foolhardy as to not. He seems to be growing impatient, and that impatience is only growing more pronounced by the day. I can't help but wonder what my brother thinks of his behavior. Well, no point in getting too worked up over it. If he does something stupid again, we just have to mess it up for him like we did this time. Well, she's right about that. If someone's planning something that we need to step in to stop, that's exactly what we'll do. That's what we have the courageous for, right? That strikes me as an overly optimistic outlook, but I see your point. Regardless, as much as I'd like to think he'll calm down, I doubt we'll be that fortunate. We'll need to remain vigilant. Eustace just needs to relax. Besides, I keep everyone safe if it comes down to it. Piece of cake. Ja, wir werden sehen, kleine Milliam. Auch du wirst im Alleingang herzlich wenig schaffen. Vor allen Dingen, was willst du zum Beispiel ausrichten, wenn dir ein Divine Knight vor der Nase steht oder ein Azure Knight oder ein großer Soldat oder so? Gut, sie hat Gentlim, ja, aber das wird im Alleingang auch nicht viel bewirken. Father grows more impatient by the day. While I hope he doesn't do anything else foolish, I have a growing sense of dread that he will. Ich meine, wer kennt seinen Vater besser als Eustace? Insofern sind seine Sorgen sicherlich ernst zu nehmen. Und auch wenn es gut gemeint ist von Milliam, dass sie immer wieder darauf hinweist, dass er mal relaxen soll. Ich verstehe schon, dass das einem Eustace nicht so leicht fällt. Oh, hallo Elliot. Du hast ja aber eine schöne Ecke ausgesucht, um zu spielen. I can still hardly believe that we were able to rescue Fiona. With the Imperial Army in the state it's in, there's no guarantee of her safety, but her chances seem way better now. Hopefully, with my worries off my mind, I can be even more helpful to all of you. That's always good to hear. Glad to have you back in high spirits, Elliot. While it's a relief we got Fiona back, there's plenty of others still missing, Elise for one. You fought to help me get my sister back. The least I can do is repay the favor. Der spricht immer noch von Repay. Reen hat dir doch zu Recht gesagt, dass du aufhören sollst, immer von Repayment zu sprechen. Eine Hand wäscht die andere und das meint er wahrscheinlich auch so gesehen, aber
Er hätte uns auch geholfen, da bin ich mir sicher, wenn wir Fiona jetzt nicht gerettet hätten oder wenn es diesen Zwischenfall nicht gegeben hätte. It sounds like things in the West are just getting worse and worse. As far as I know, my hometown hasn't been too affected, but who knows how long it's going to stay that way. I can't let what ifs get me down, though. The harder I work here, the sooner this war might be over. With how things are going in the West, I obviously can't completely push my worries about my family from my mind, but I can't let my worries get me down. I'll do my family proud here on board. Ja, und die wären auch proud of you, wenn sie dich hier sehen könnten. Danke übrigens auch für den Hinweis, also spätestens jetzt hätte ich es wahrscheinlich auch gecheckt, dass sich das Ladensortiment nach bestimmten Story-Events auch immer wieder updated und ja, neue Sachen mit hinzukommen. Also spätestens jetzt hätte es wahrscheinlich auch ohne den Hinweis in den Kommentaren Klick gemacht. Das wird auf jeden Fall teuer beim nächsten Mal. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ich gucke jetzt noch mal kurz, was hier abgeht, weil hier hat Becky jetzt nämlich ihren Laden oder Tauschhandel oder was auch immer aufgemacht. Hier ist noch zu. Dann schauen wir mal bei ihr vorbei. Was not too sure what to expect when setting up shop here, but it's actually no bad. Might even be better than the stalls at the Grand Market. Yeah, I'm pretty sure these facilities are state-of-the-art by any standard. She must really like those stalls. So, what are you planning on selling here anyway? Hey, I've got a bunch of rare stuff I grabbed for the Grand Market. I need to learn a thing or two about dealing in the market though, so we'll be exchanging items instead of using MEHR. Taking a page out of Micht's book, I see. I don't mind having a second pawn shop outside of Trista. Well, given that you've taken the time to set all of this up, it would be downright wrong of me not to make use of it, right? Ja, so sieht's aus. Aber, liebe Leute, das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Wir werden einmal gucken, was sie im Sortiment hat. Wir werden uns vermutlich mit neuem Equipment auf der gegenüberliegenden Seite eindecken. Und ich werde jetzt offscreen gleich mal gucken, dass ich Emma und Milliam mit entsprechendem Equipment und Quarzen vorbereite, damit wir dann für die nächsten Missionen auch entsprechend prepared sind und so, ne? Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!